Der Nash Pivot 2021 besitzt weiterhin eine 4-Punkt-Waage mit einem Pulli. Die Steuerleinen sind direkt angeknüpft und es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, um den Bardruck und den Turning Speed zu verändern. Zum B- und Entlüften haben wir bei Nash bei allen Modellen ein Stand-Up-Pedal-Ventil, was für eine sehr schnelle B- und Entlüftung sorgt. Die Fronttube ist mit einer einfachen Kedernaht verschlossen. Als Flugtuch verwendet Nash hier auch wie bei allen anderen Modellen ein 4-fach-Ripstop-Material. Leinenabweiser gibt es am Ende der Fronttube und an den beiden äußeren Querstruts. Vom Grundkonzept bleibt es beim Pivot dabei, wir haben hier einen High-Performance Freeride Hochleister mit 3 Struts. Das Flugtuch ist weit in die Tips hineingezogen und die gesamte Abrisskante besitzt eine Tuchdopplung mit einer leichten Zickzack- bzw. Wellenform. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Als Verstärkung werden hier großflächige Dacron-Patches verwendet oder auch gummierte Patches. Den Übergang vom Flugtuch zur Fronttube übernimmt hier auch ein mittelbreiter Dacron-Streifen. Ob mit dem Twin-Tip oder dem Foil, der Pivot besitzt weiterhin auch im Vergleich der High-Performance Freerider eins der stärksten Angleitvermögen. Wir haben eine sehr schnell anliegende Strömung, einen gleichmäßig hohen Grundzug. Der ist besonders beim 12er ausgeprägter. Im Vergleich ist der 9er ein klein bisschen mehr auf Bewegung ausgelegt. Also hier kann die Leistung nochmal durch das Bewegen des Schirms gesteigert werden. Der Einstieg am Foil beginnt hier bei dem 12 Quadratmeter Pivot bei deutlich unter 10 Knoten. Konzeptionell verglichen besitzt der Nash Pivot im Verhältnis einen doch recht geringen Fronttube-Durchmesser mit einer mittleren Profiltiefe. Das erlaubt dem Kite einen wirklich guten Winkel am Wind. Hier ist er auf jeden Fall auch sehr gut dabei. Es ist ganz einfach, mit diesem Kite Höhe zu laufen. Man hat nur im allerobersten Windbereich ein bisschen Querzug im 12er. Das ist für den 9er zum Beispiel gar nicht zu verspüren. Auch beim Foilen erreichen wir hier gute bis sehr gute Werte. Beim Barfeeling unterscheidet sich 9 und 12 Quadratmeter Pivot ein wenig. Insgesamt wirkt hier der 9er noch etwas knackiger als der 12er. Dieser ist insgesamt immer mit einer ganz leichten, weichen Note auf der Bar versehen, was ihn nicht unpräzise macht, aber er ist hier eher komfortabel als sehr sportlich anzusehen. Die Halte- und Steuerkräfte liegen bei beiden Größen im mittleren Bereich. Genau parallel zu den Barkräften verhält sich auch hier das Power-Management. Beim 12er haben wir eine wirklich hohe Kraftentfaltung, aber diese fällt nicht so progressiv aus wie vergleichsweise beim 9er. Dieser wirkt insgesamt noch ein klein wenig sportlicher. Wir haben beim Pivot insgesamt eine hohe Fluggeschwindigkeit und für einen Freeride-Hochleister ein sehr enges Drehvermögen. Das Ganze wirkt hier im Verhältnis oder im Vergleich zu den Mitbewerbern wirklich als äußerst agil. Und für dieses ansprechende Verhalten bedarf es auch keiner allzu hohen Leinenspannung, wodurch sich der Pivot 2021 durchaus auch für den Einsatz am Foil sehr gut eignet. Wir haben hier insgesamt ein äußerst ausgereiftes Profil beim Pivot, was sich natürlich auch bei der Profilstabilität zeigt, ob bei mehr Wind oder bei wenig Wind. Die Kappe hat hier kein Wackeln, kein Zappeln, hält sich auch wahnsinnig lange bei wenig Wind am Himmel. Also hier in diesem Bereich gibt es gar nichts zu meckern. Beim Deep-Power-Vermögen gibt es auch nochmal den kleinen Unterschied, dass hier der 9er sehr gut und effizient zu Deep-Powern ist
und der 12er insgesamt halt einen kleinen Tick tiefer im Windfenster stehen bleibt und da noch etwas mehr Druck macht, was wir auch halt vorhin schon beschrieben haben, mit dem leichten Querkräften, aber nur, wenn es wirklich sehr viel Wind hat. Auch in 2021 bietet der Nash Pivot wirklich ganz außergewöhnliche Leistungen im Bereich des eingehakten Springs. Wir haben hier auch wieder die kleine Differenz zwischen 12 und 9 Quadratmeter. Also man muss dazu sagen, 12 und 14 sind nochmal einen kleinen Tick überarbeitet und ein wenig verändert, damit es da bei Leichtwind halt natürlich noch mal ein bisschen besser geht. Wir haben hier ein weicheres Kraftbild insgesamt. Die Kraft ist sehr hoch, aber es wird alles sehr kontrolliert und komfortabel abgegeben. Man hat immer das Gefühl, das überfordert einen nicht, aber es ist halt wirklich auf dem obersten Level eines Freeride-Hochleisters. Man hat auch beim 12er so einen Ansatz vom Sheet and Go. Das heißt halt, also auch ein Anziehen der Bar bringt hier schon mal ein bisschen verbessertes Sprungvermögen. Wohingegen beim 9 Quadratmeter die Kraft insgesamt halt progressiver abgegeben wird und man muss auch etwas technisch besser sauber den Kite lenken, um da das Maximum an Leistung herauszuholen. Dafür ist dann allerdings halt der Bereich nach oben, ob man jetzt normal springt, Kite Loops macht, fast schier unbegrenzt, da der 9er halt keinerlei Querkräfte vor dem Absprung bietet und dementsprechend die Kontrolle für maximale Leistung hier ermöglicht. Ausgehakt besitzt der Pivot eine wirklich schöne Position und er hat aufgrund seiner wirklich hohen Kraft hier immer genug zu bieten, um maximalen Pop zu produzieren. Er ist insgesamt ein wenig technisch schwieriger zu landen, also gerade bei Pass-Tricks bietet er auch einen richtigen Slack und da gibt es wenig, woran man sich festhalten kann, gerade bei der Landung. Also die muss halt auf jeden Fall schön sauber ausgeführt werden. Über zu wenig Kraft kann sich hier definitiv keiner beschweren, aber ohne dass es nervt. Bleibt die Frage natürlich, wo ordnet sich der Pivot 2021 im restlichen Markt ein? Es gibt natürlich gestrecktere Modelle, die insgesamt mit noch mehr Hangtime glänzen, gerade auch was wenig Wind angeht. Da ist der 9er nur gut bis sehr gut, der 12er hat ja auch sehr gute Leistung. Aber was jetzt Agilität, Beweglichkeit, Komfort und Kontrollierbarkeit angeht, da gibt es wenig, wo es ein besseres Gesamtpaket gibt als hier beim Nash Pivot. Dadurch eignet er sich auch so für so viele verschiedene Bereiche. Er ist halt einfach nie schwerfällig oder träge, aber auf der anderen Seite auch nicht zu aggressiv oder zu kraftvoll, dass man da Abstriche bei der Kontrollierbarkeit machen müsste. Auch das Fahren mit dem Foil ist eine ganz ausgezeichnete Geschichte, weil die Kappe einfach so gut und gleichmäßig angeströmt wird und zwar egal in welcher Position sich der Schirm im Windfenster befindet, da gibt es an sich keine Schwäche. Das ist alles hier mit sehr viel Hand und Fuß versehen, sehr ausgereift. Einzig vom Unterschied halt zwischen 12 und 9 Quadratmeter haben wir im Test festgestellt, dass der 12er auch bei seiner gesamten kraftvollen Gesamtcharakteristik insgesamt noch etwas weicher abgestimmt ist. Wohingegen der 9er, wie schon erwähnt, insgesamt nochmal ein bisschen knackiger, nochmal ein bisschen direkter ist, aber ohne dabei jemals irgendeine nervige Attitüde an den Tag zu legen. Also insgesamt gerade der 9er ist sicherlich einer der besten One-Fits-All-Kites am Markt, halt auch noch leistungsstärker als ein Bandit. Und der 12er ist insgesamt halt hier ein bisschen mehr auf Komfort ausgelegt, was ihn ein klein wenig für die geringeren Fahrkönnsstufen noch attraktiver macht.
Insgesamt ist das hier ein wirklich sehr ausgereiftes, absolut empfehlenswertes Produkt.